Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Unepic. Wir sind gerade dabei, uns durch diesen ätzenden Raum hier zu metzeln. Muss ich mir noch genau überlegen, wie ich das jetzt weitermache, weil irgendwie ist das ziemlich uncool. Der Frostmagier muss auf jeden Fall... Ne, der Feuermagier muss weg. Die scheiß Feuerviecher gehen mir so auf den Piss. So, machen wir's, Kodax. So, bisschen Schaden immerhin gemacht. Jetzt können wir hier noch ein paar Skelette wieder anlocken. Für was auch immer. So, das nächste kommt hoch. Also mit den Skeletten klarzukommen an so einer Leiter ist jetzt nicht so schwer, aber... Das Problem ist, die penetrieren mich hier ziemlich. Und Kodax geht schon wieder drauf, da habe ich gar keinen Bock drauf. Oh, der Frostmage muss weg. Der Feuermage meine ich. Der geht mir so auf den Piss mit seinen... Wobei der Frostmage mir auch auf den Sack geht. Und dann kommen auch noch die Skelette hier an. Also ich würde sagen, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um hier runter zu gehen. So, Feuermage ist schon mal weg. Das ist schon mal ein Anfang. Dann gehen mir die penetrant nervenden Dinger hier nicht mehr auf den Sack. So, das heißt, ich kann nämlich jetzt hier runter gehen. Oder auch nicht. Vielleicht kann ich es auch nicht. Vielleicht soll ich den erstmal einschläfern. Dass ich hier hingehen kann, beziehungsweise... Ach komm schon, lass mich doch jetzt mal was zaubern hier. Wenn die Skelette halt nicht immer kommen würden, ne? Aber es macht mir auch Schaden, immerhin ein bisschen. Das heißt, irgendwann muss es hinhauen. Oh, jetzt kommen die Skelette erstmal wieder hoch. So, der Frostmage ist schon mal weg. Das ist natürlich sehr schön. So, jetzt muss ich denn da oben noch einschläfern. Kommt runter. So, der da oben hat sein Ding verloren. Das heißt, wir können ihm jetzt hier so einen Feuerball in die Fresse hauen. Und dem anderen da drüben auch. Sehr schön. So muss das funktionieren. So, jetzt muss ich erstmal die Skelette hier wieder besiegen. Die ständig meinen Kodax klatschen. So, dann wäre das auch geschafft. Ach Gott. So, dann müssen wir erstmal hier rüber. Gut. Das Doofe ist, ich muss den meisten Loot einfach liegen lassen, weil ich nicht hinkomme. We are close, right? We are almost there. What's Harnakon like? Is he very big? I don't know. I have never seen him in person. No? Then how do you know that he's so powerful and invulnerable? Remember that I possess other senses. Oh, okay. Listen, very soon, all this will be over. If he kills me, I want you to know that you've been great company. It is also my wish to tell you something. You have been the strangest creature I have ever met, and the only one who offered his friendship. Du hast alle Lichter im Turm der Magier angezündet. Das ist natürlich sehr schön. Dann machen wir mal das Tor noch auf. Und was haben wir noch? Du hast alle Lichter in der Burg angezündet. Das ist natürlich sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr viel zu erwarten eigentlich. Außer vielleicht Harnakon noch auf die Fresse zu hauen. So sieht dann also insgesamt die Map aus. Das ist natürlich synchron aufgebaut. Sehe ich jetzt erst. Aber naja, gut. Na, nicht ganz. Nee, nicht ganz. Wobei, grob doch. Nee, hier fehlt was. Ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Wir gehen zurück in den Turm.
Also der Turm der Magier war jetzt irgendwie machbar. Ich habe mir das schwerer vorgestellt und dachte, da wäre jetzt alles voller unsichtbarer Gegner. So, wir gucken mal hier, ob wir da noch mal gegenhauen können. Dann halt eben nicht. Gut. Dann gehen wir jetzt mal nach oben. Oh yeah, Portal. Oh mein Gott. You finally stand before me. Who are you? I am Harnakon, Lord of this castle and protector of the pure spirits. The great lord. So you're the head honcho of all these douchebags that have been teabagging me, huh? Head honcho? Douchebag? Teabagging? I only understand a few words of your dialect. A remedy must be found to make your speech less annoying. Ah! I felt something inside my head. Did you try to melt my brain with your magic? Huh? What I cast was a spell of mental linking to allow me to understand your peculiar vocabulary, you jerk. Hey! As you see, I'm trying to use some of your slang to make you feel more comfortable. Melting your brain. If only you had one. If I cut your head in two, the only thing I would see is a thread running from left to right that connects your ears. Very funny. Wow, you're the first guy I've found in this castle who has a sense of humor. It is your dialect. It is extremely curious. You use insults to joke. Well, it works. Listen, you seem pretty cool, you know? I feel bad that we have to fight to the death. To fight to the death? Why do we have to fight? Because you're the final boss, right? The biggest badass of them all, and I have to kill all of your minions, and you say, "What is a man? A miserable little pile of secrets. But enough talk, have at you!" Nonsense. Where did you get this stupid idea? Well, from video games, action movies, and comics. All of them follow the same pattern. At the end of the adventure, you have to kill the big boss who's in charge. Seriously? This is not very original, don't you think? And people who listen to these stories, they don't ask for a different ending? No, not really. They get angry if there isn't a final boss monster, or if that boss is easier to kill than his minions, or if he doesn't transform at least 3 times, or sprout one big wing, or turn red, or something like that. I see. I suppose they must be thoroughly indoctrinated, and when the pattern is broken, they whine like children. That's right. They're too deep in the system, like in the Matrix. So, then you don't want to kill me? Kill you? On the contrary, young one. I seek your help. My help? Now I'm clueless. But I've killed tons of your minions, not to mention defeating the 7 guardians. Aren't you angry with me? Have you not noticed that after cleaning a room, in a short time all the creatures appeared once again? Hey, that's right. Of course it is, young one. This is because almost all the creatures in this castle are magical. With the help of the pure spirits, I can resurrect them again and again. To be honest, you kept me very busy. And the guardians? They haven't been resurrected. Guardians need more magic essence and more time to revive. I waited for you to come here to get them back. Do you realize how many times I've had to resurrect you? Me? But I haven't died. You haven't died? You were the most work for me. But why did you resurrect me? I'm a nuisance to you, aren't I? Because, as I said, I need your help. As you may know, my task here is to keep the pure spirits of magic safe and out of everyone's reach. I was chosen to do this. To reach this castle is nearly impossible due to the giant mountain that must be climbed. Very few arrive, and those who dare enter here meet my minions and shadows. We capture and torture them, or I keep them as slaves. But there is a race who is especially troublesome. Elves. The elves are creating a way to teleport themselves en masse directly to the castle. A portal! That's correct, young one. A giant portal that will be opened in 5 days if we don't interfere. They could enter by the hundreds and take the entire castle. If this happens, everything will be lost.
For this I need someone to teleport near the portal and kill the mages that are working on it from the other side. Once they are dead, the portal will close. And my friend, that someone will be you. Me? Why not one of your minions? I don't know, someone more powerful. I see you're not very clever. Most of my creatures are created by magic and cannot leave this castle. They exist only so long as they are within the castle. On the other hand, you have become very powerful. The experience you gained in my castle has shaped you into the perfect weapon against these lamer elves. That's why I teleported you into my castle. Wait, what? You brought me here? That is correct, young one. I warned the pure spirits of your arrival and asked them to give you their magic. Yeah? And I thought that I was playing them. It was too easy. All of this has been training. Isn't it too risky? How can you know that I'm going to help you? Even more, how do you know that I won't try to kill you or something like that? Simply because if you kill me, you won't return to your world. I brought you here, and only I can return you. Also, if you help me, I will return you to your world, and you will retain what you learned here, and receive a mountain of gold. Fuck, sounds very tempting. You know what? I've always hated elves. They're a bunch of snobs, always worried about appearances and always screwing people over with their bows. So, young one, will you join the party? Count me in. Magnificent. The teleporter behind me leads to the room where we have opened a portal to the elf town. Enter when you are ready. I will wait for you on the other side. Do not delay long. We have but 5 days before their portal opens. Hey, Zira, I really like your boss. What? I mean, your boss is a nice guy. I did not expect that. We must hurry. You will have to prepare yourself well. We cannot fail in our mission. Our? Yes. The destiny of the pure spirits depends on you destroying the portal before the invasion. It is a great honor to be a part of this, but also a huge responsibility. Don't worry. We won't fail the boss. Looks like we're going on a final adventure together. Before going on, supply yourself as best you can. Once teleported, there is no way back to the castle. Okay, dann gehe ich erstmal speichern. Game. Das war jetzt irgendwie eine klitzekleine Wendung, mit der ich nicht gerechnet habe. Ich dachte, wir gehen jetzt hin, hauen dem Typen auf die Fresse und das war's, aber scheinbar habe ich mich da ein bisschen getäuscht. Aber bei dem Spiel wundert mich sowieso nichts mehr. Von dem her hüpfen wir einfach mal in das Portal da rein. Blalalala. Welcome, young one. Are you ready? Yeah, I'm ready. But I don't know what I have to do exactly. This portal will take you to the place where elves are preparing their portal. My spies have found out that... My lord, a huge portal has appeared in the west entrance. The elves are attacking. The skeletons on guard are repelling the attack, but they won't last for long. How is that possible? The predictions stated that it would take 5 days. I am sorry, my lord. The oracle's prophecy must have been off. We must not delay any longer. Quick, alert all my minions to get ready. I will summon them when the time comes. So be it, my lord. As you have seen, these lamers have advanced their attack. I need you to enter this portal and destroy it from the other side. But how will I destroy it? I know not. You will have to find that out on your own. But you must hurry. I am going to hold them off for as long as I can, but I don't know how much time we have. If I fall, you will never return to your world, so you had best destroy it quickly. So we're wasting our time here. Come on, let's go. From now on, you also control Harnakon, whose mission is to resist the waves of attacking elves. Harnakon has a list of spells that can summon the castle's creatures. His minions magically send him essences, so Harnakon's magic essences increase automatically with no need to collect them. The action takes place at the same time for both characters,
so you will have to switch between them frequently if you don't want one to die while you're controlling the other. Elves invade the castle in waves. Before a new wave of elves, a counter will appear in the bottom left corner. It will be helpful when you're not controlling Harnakon. The game ends if either of the characters die. To switch between characters, press Map. Was? Okay, was kann ich denn hier machen? Skelett, Bogenschützen beschwören, Spruch der tödlichen Wolke, okay. Feuerbolzen, verzehrendes Feuer, rote lebende Rüstung, okay. Harnakons Hammer, Harnakons... Gut, die sammeln mir also meine Essenzen, das ist natürlich cool. Gut, wo ist der Timer? Ich stelle mich einfach mal da oben hin mit dem. Gut, dann gehen wir hier einfach mal rein. Das Ganze gefällt mir nicht. Aber gut, haben wir ein paar Elfen auf den Sack. Hier ist ein Schild. Ah, da ist der Timer. Gut, dann erstmal Timer hier. So, was war das hier? Spruch des werden die... Achso. Dann mache ich einfach mal hier noch ein paar Skelette. Oder ein paar Magier. Ne, kann ich nicht. Rote Rüstung geht auch nicht. Aua. So, okay. Vielleicht noch einen Bogenschützen. Gut, dann gehen wir mal zurück. Ach du Kacke. Warum ausgerechnet Elfen? Soll mal aufhören, mir auf den Sack zu gehen. Ich gehe jetzt einfach mal hier nach rechts weiter. So, das sollte die aber erledigen, hoffe ich doch mal. So, dann hauen wir dem doch mal auf den Sack hier. Aber wir müssen jetzt hier runter, weil Harnakon hier gerade schon wieder kämpfen muss. Ach du Kacke. So, ich mach mal so eine rote Rüstung daher. Und eine grüne Rüstung. So, hau ich mal das Ding hier durch. Keine Ahnung, was genau das jetzt macht. Außer abgefahren viel Schaden. Gut, dann können wir wieder wechseln. Ich hau hier mal gegen die Elfen, glaube ich, mal ein Schwert raus. So, was haben wir denn hier? Aha, okay. Das ist natürlich uncool. Das heißt, wir müssen uns erstmal regenerieren und heilen. Das Problem ist, kann ich jetzt hier irgendwie Pause machen oder so ein Scheiß? Weil ich würde gerne mal speichern oder so, weil die Folge auch gleich schon wieder rum ist. Naja, gut. Ach komm, lass mich doch in Ruhe. So, der kriegt einen Feuerball in die Fresse, dann sollte der erledigt. Jetzt kommt Harnakon schon wieder. Nein. Okay, was haben wir jetzt hier noch so? Wir können noch einen Magier berufen. Das war ein bisschen zu früh. Scheiße. Oh shit. So. Was kann ich denn eigentlich Frost machen? Kältestrahl. Ach, ich kann so Dinger hier machen. Das ist natürlich cool. Mache ich einfach mal ein paar. Und Wechsel. Diese ätzende Elfen. Was haben die denn davon, wenn die Burg angreifen? So, naja gut. Gehen wir erstmal hier oben lang. Au. Oh, jetzt geht das schon wieder los. Oh mein Gott. Na gut.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und los geht's. So, ich glaube, ich hole noch ein paar Magier hierher. Die gehen ganz gut ab. Vielleicht noch so eine Rüstung. Vielleicht noch so eine Rüstung. Damit ordentlich getankt wird. Als nächstes hole ich, glaube ich, mal ein paar Heiler her. So, jetzt kommen wir hier weiter. Ach, diese scheiß Bogenschützen. Aber den sollten wir so kriegen. Ist er weg? Ja, er ist weg. Ich nehme mal kurz meinen Hammer hier. In der Hoffnung, das ist besser gegen das Ding hier. Sehr schön. So, Koldax packe ich erst nochmal weg. Ich glaube, ich nehme dafür mal meinen Schädel einfach. So, komm, lauf weg. Ich will da hoch. Lass mich da hoch. Kann ich jetzt eigentlich speichern gehen? If I teleport myself, I won't be able to destroy the elven. Ja, das Problem ist, das heißt, ich muss jetzt einfach sterben, weil ich jetzt gerne mal hier beenden würde. Oh, ist das ätzend. Aber wir können noch ein paar Skelette beschwören. Ach, die werden nur ersetzt. Das ist natürlich uncool. Na gut. So, dann mache ich hier noch ein paar Frostdinger. Und dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einfach mal Schluss, auch wenn wir den ganzen Scheiß dann nochmal machen müssen. Konstitution, Rüstung, Frost, okay. Weil, wie gesagt, ich würde gerne aufhören für heute. Und wer ist denn hier mal meine Essenzen hier einsammelt? Scheinbar wollen die nicht. Also gut, wie gesagt, dann dürfen wir das Ganze das nächste Mal nochmal machen. Und dann muss ich das wohl mal in einem Stück hier durchziehen. Gut, also wir sehen uns in der nächsten Folge von Unepic, wenn wir hier nochmal herkommen. Bis denne und tschüssi.